Der Wettbewerb um Technologien hat alles verändert. IT auf dem Schlachtfeld. In der Ukraine erleben wir eine neue Art des Krieges. Was wir hier jetzt machen, das ist der gefährlichste Moment. Vernetzte Angriffe, künstliche Intelligenz, Start-ups, die Waffen entwickeln. Wir können erst sagen, dass wir technologisch stärker sind, wenn wir diesen Krieg beenden und gewinnen. Menschen aus aller Welt digital vereint. Gegen Russland, für die Freiheit. Als Bürger einer freien Welt kann man sich mit wenig beteiligen und es hat trotzdem globalen Einfluss. So fängt eigentlich kein Film über Krieg an. Wir tun es dennoch. Und begleiten Irina und Dimko auf ihrem Honeymoon. Der führt an die Front im Osten der Ukraine. Im Gepäck Kampfdrohnen. Seit mehr als 2 Jahren beliefern sie die ukrainische Armee mit Hightech-Waffen. Finanziert durch Crowdfunding. Seit 5 Jahren sind die beiden ein Paar. Und seit wenigen Tagen auch Mann und Frau, 23 und 25 Jahre alt. Ein paar Wochen nach der Trauung wird Dimko zur Front gehen, freiwillig. Wir treffen die beiden im Osten des Landes, nahe Dnipro. Immer dabei Hündin Ziga. Nach ihr haben die beiden IT-Experten ihre Organisation benannt, mit der sie die Armee unterstützen. Wie entscheidend sind neue Technologien in diesem Krieg? Das möchte ich auf dieser Reise durch die Ukraine herausfinden. Das ist ein ungewöhnlicher Honeymoon. Das stimmt, das ist es. Für mich ist das Projekt Ziga's Paw das Beste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Es ist so viel erfüllender als mein typischer Job als Analystin, als Datenwissenschaftlerin. Es ist ein großer Gewinn, dass ich meine Fähigkeiten und mein Netzwerk nutzen kann, um meinen Freunden und der Ukraine zu helfen, den Krieg zu gewinnen und der Freiheit näher zu kommen. Das ist nicht nur zum Gedenken an die frühere Generation und zu Ehren der zukünftigen Generation, sondern auch wegen all der Menschen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu kämpfen und ihre Freiheit zu schützen. Meine Großmutter kann das nicht mehr tun. Und sie hatte ein herausforderndes Leben, geboren in Sibirien in einem Konzentrationslager und dann eine Art Sowjetbürgerin geworden. Das ist ziemlich schwierig. Und jetzt ist sie alt. Sie kann nicht mehr für ihre Freiheit kämpfen, aber ihre Wahl wäre, ich würde gerne Ukrainerin sein. Ich bin Ukrainerin. Sie wirken so überzeugt und stark. Ich frage mich, können Menschen wie Sie mit ihren Ideen die Ukraine retten? Nach dem Frühstück zeigen Sie mir, was Sie außer Drohnen noch ausliefern. Das sind die EV-Systeme. Und wie funktioniert das? Man setzt sie außerhalb des Schützengrabens und hat dann diese Art von Kabel mit dem Knopf. Wenn du die Information hast, dass sich über dir, über dem Schützengraben, eine FPV-Drohne befindet, kannst du es einfach starten. Und das bewahrt dich davor, dass dich die FPV-Drohnen sehen und deine Position treffen können. Also eine Art Iron-Dome-System für deinen eigenen Schützengraben? Ja, es stört all die Signale. Es erzeugt also so viel Rauschen auf dieser spezifischen Funkfrequenz, dass kein Funksignal mehr beim Drohnenpiloten ankommt. Man kann also sagen, es rettet einem das Leben. Ich bin auf dem Weg zu einer Brigade, die von Dimko und Irina beliefert wird. Eine Eliteeinheit des 14. Regiments, die spezialisierte Drohnen einsetzt. Nur 10 Kilometer von russischen Stellungen entfernt, müssen wir uns ganz still verhalten, dürfen uns nicht bewegen.
Über uns haben sie gerade russische Aufklärungsdrohnen des Typs Orlan geortet. Jetzt warten wir, bis die Orlans weg sind. Diese Drohnen der Russen sind für sie sehr gefährlich, weil sie ihren Standort identifizieren können. Wenn der Ort identifiziert wird, dann sollte man sehr schnell zusammenpacken und von hier weggehen. In der Wartezeit sprühen sich die Soldaten mit Mückenspray ein, um wenigstens vor diesen Flugkörpern sicher zu sein. Alles hier unterliegt strengster Geheimhaltung, deswegen dürfen wir die Drohnen nicht im Detail zeigen. Ihr Ziel, russische Kamikaze-Drohnen schon in der Luft zu zerstören. Ihre Hoffnung, eine stärkere Luftverteidigung. Vor 2 Jahren erst wurde die Einheit gegründet. Wir haben entlang der ganzen Frontlinie in jedem Bataillon eigene unbemannte Flugobjekte. Als erste in der Welt haben wir spezielle Truppen dafür geschaffen. Die Aufnahmen, die die Drohne liefert, sind verblüffend präzise. Über Handy erhält Ivan Anweisungen der Kommandozentrale. Was wir hier erleben, ist vernetzte Kriegsführung. Eine Einheit spürt das Ziel auf, gibt die Koordinaten an die Kommandozentrale, eine andere Einheit führt dann den Angriff durch. Zu dieser anderen Einheit gehen wir, zu Fuß, denn ein Auto könnte von russischen Drohnen gesichtet werden. Aber auch uns können sie aufspüren, deshalb muss es schnell gehen. Was wir hier jetzt machen, das ist der gefährlichste Moment dieses Drehs, dass wir nämlich hier über ein offenes Feld gehen müssen für die Stellung der Soldaten. Mit Satellitentechnik überwachen sie ständig den Luftraum. Plötzlich müssen wir in den Schützengraben. Sie haben 2 russische Gleitbomben gesichtet. Später erfahren wir, eine der Bomben ist nur 2 Kilometer entfernt eingeschlagen. Bis jetzt waren alle Kriege anders. Alles hat sich geändert. Jetzt geht es um einen Wettbewerb der Technologien. Mit Software den Feind schneller entdecken und töten. Das ist der Krieg der Zukunft, denke ich. Arkan hat eine Ausbildung als Drohnenpilot gemacht. Setzt auch er so viel Hoffnung auf diese Waffen? Damit kann man auch Ziele auf russischem Territorium treffen. Man kann den Mangel an ballistischen Raketen und Marschflugkörpern kompensieren, über die wir im Moment nur in begrenzter Anzahl verfügen. In einem Video haben die Soldaten für uns festgehalten, wie sie die Kampfdrohnen von einem Pickup starten. 3, 2, 1, Pust! Mit günstigen technischen Mitteln entsteht größte Zerstörungskraft. Hier wird mir wieder bewusst, dieser Krieg ist ein anderer als noch vor 2 Jahren. Um ihn zu gewinnen, brauchen Soldaten ganz neue Fähigkeiten. Wir wollen mit dem Mann reden, der für viele Ukrainer eine Art Mastermind hinter der technologischen Strategie ist. Das ist mal ein beeindruckendes Büro, oder? Also in so einem beeindruckenden Regierungsbüro war ich noch nicht. Toll. Hier sitzt, radelt oder läuft Michailo Fedorov, Minister für digitale Transformation. Sein Büro, ein Mix aus Gamerbude, Muckibude und Denkfabrik. Dass uns die Ukrainer in Sachen Digitalisierung weit voraus sind, dafür steht auch er. Jetzt muss er sich nicht um schnelles WLAN kümmern, sondern um eine neue Art der Kriegsführung. Wir sehen, Russland hat mehr Menschen, mehr Artillerie und wahrscheinlich auch mehr Geld in seinem Budget. Werden Technologie und der technische Fortschritt der entscheidende Faktor in diesem Krieg sein und nicht die menschlichen Ressourcen?
Schwer zu sagen, wer heute technologisch einen Vorteil hat. Sobald eine der Parteien glaubt, dass sie einen Vorteil hat, wird es gefährlich. Denn heute kann man bei bestimmten Technologien zurückliegen und morgen kann man einen Sprung machen und den Feind besiegen. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um neue Technologien zu entwickeln. Denn wir können erst sagen, dass wir technologisch stärker sind, wenn wir diesen Krieg beenden und gewinnen. Bis dahin müssen wir weiter nach Lösungen suchen. Seine Arbeit: ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich war als Journalistin schon in vielen Kriegsgebieten, aber das, was ich jetzt hier erlebe, habe ich noch nie gesehen. Ist das eine neue Art von Krieg, den wir in der Ukraine erleben? Heute ist alles in Dutzende von neuen Technologien zerlegt, die gleichzeitig entwickelt werden müssen. Denn wenn man in der Entwicklung einer Technologie stehen bleibt, egal ob es Drohnen sind, elektronische Kampfführung, Munition oder Synchronisation auf dem Schlachtfeld, verliert man. Deshalb müssen wir Hunderte von Projekten gleichzeitig entwickeln. Das erfordert menschliche Ressourcen, finanzielle Mittel und ständige Expertisen von verschiedenen Fachleuten. Anders gesagt, der Krieg entwickelt ganz aktiv die Organisationsfähigkeit des Staates. Wir haben ein junges Paar begleitet, das mit ihrer Organisation Drohnen kauft, durch Crowdfunding. Man hat mir gesagt, dass 70% der Drohnen per Crowdfunding finanziert werden. Das ist eine ganze Menge. Ist das in Ihrem Interesse? Crowdfunding und Fundraising sind sehr hilfreich für die Entwicklung von Technologien. Das ist unser Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Feind. Manchmal kann der Staat etwas nicht kaufen, aber eine Freiwilligenorganisation kann schnell kaufen und so die Finanzen zur Entwicklung neuer Technologien bereitstellen. Und in der Tat erzeugen wir dadurch eine Art Start-up-Kultur. Zu dieser Start-up-Kultur gehört auch Irina mit ihrer Organisation. Die Umgebung, in der wir sie heute treffen, müssen wir verfremden, denn hier werden Drohnen produziert. Heute werden wir das Büro von Bojoviv Dachil Ukraine besuchen, die Warbirds der Ukraine. So haben sie ihr Unternehmen benannt. Sie bauen Drohnen. Demko macht gerade seine Prüfung. Zum Drohnenpiloten, richtig? Ja, genau. Der Ehemann beim Drohnentest, während die Frau neue Waffen bestellt. Was ich hier zu sehen bekomme, überrascht mich. Vor der russischen Invasion hatten sich hier ein paar Attila zum Tüfteln getroffen. Jetzt bauen sie hier rund 150 Drohnen im Monat. Doch sie reparieren auch und besonders wichtig, ständige Optimierung der Technologie. Geht es um unterschiedliche Modelle? Das ist das Modell namens Valkyrie oder Halka. Es ist die neue Version. Wir haben eine Menge Details im Inneren geändert. Das heißt, wir installieren jetzt bei den neuen Flugzeugen besseres GPS. Wir verwenden neue Module, die die Verbindung verbessern und die das Stilllegen des GPS-Signals erschweren, sodass sie auch bei vollständiger Störung des GPS weiterfliegen können. Wie hat sich eure Geschichte mit den Drohnen seit der russischen Invasion entwickelt? Damals hatten wir nur 3 Besatzungen, die fliegen konnten und ständig unterwegs waren. Dann haben wir gemerkt, dass es eine Menge Anfragen gab. Und im Mai 2022 haben wir beschlossen, dass wir versuchen sollten, Flugzeuge zu bauen und sie dem Militär zur Verfügung zu stellen, sie auszubilden und fliegen zu lassen. Denken Sie bereits an den Export? Auch jetzt kommen schon ausländische Unternehmen, um sich anzuschauen, wie und was wir machen. Und eventuell auch, um einige Spezialisten einzustellen. Wenn der Krieg vorbei ist, wird es einen totalen Boom geben, eine Art Silicon Valley für Drohnen in der Ukraine. Ist das Ihr gelernter Beruf, Drohnen zu bauen? Ich bin Historiker von Beruf. Durch den Krieg wurde es zufällig meine Spezialisierung. Aber es ist cool, es gefällt mir sehr. Start-ups, die Waffen bauen, Bürger, die sie per Crowdfunding finanzieren. Der Krieg wird mitten in die Gesellschaft getragen, denke ich. Was wir im Team immer wieder diskutieren: Ist das ein Vorteil für die Ukrainer oder liegt darin nicht auch eine Gefahr? Und wo steht Russland in diesem Wettrennen? Meine Kollegin Alexandra organisiert ein Treffen mit dem ukrainischen Geheimdienst.
Sie führen uns 2 russische Drohnen vor, abgefangen von der ukrainischen Armee. Das Besondere, diese Modelle arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt hier streng geheim, der Raum soll nicht identifiziert werden, deswegen müssen wir hier alles umdrehen. Und deswegen ist auch der Mitarbeiter, der uns hier diese Drohne erklärt, vermummt, damit wir ihn nicht erkennen. Was sehen wir hier? Was konnten Sie herausfinden? Das ist eine Drohne des Typs Lancet, die bei der Firma Sala Aero hergestellt wurde in der Stadt Ijewsk, Russische Föderation, Angriffsland. Wie wir sehen, haben wir hier die Scorpio-Kamera, die in den Niederlanden produziert wurde. Woher kommt die? Aus den Niederlanden. Das heißt, die verwenden im Ausland hergestellte Komponenten. Hier werden hauptsächlich im Ausland hergestellte Komponenten verwendet, vor allem aus Amerika, Österreich, den Niederlanden, und es gibt auch Komponenten aus Deutschland. Was kommt aus Deutschland? Mikroelemente, Chips, die sind hier drin. Hier haben wir die Kampfeinheit. Wie wir im Aufbau sehen können, zuerst kommt die Kamera, dann der Laserentfernungsmesser. Es geht nicht nur um eine Firma? Nein, es geht nicht nur um eine Firma. Es handelt sich hier um eine Kampfdrohne und diese Drohne hier wird benutzt, um die erste zu steuern. Die heißt Sala. Es geht dabei um eine 42116E. Diese Drohne ist also ein Korrektor für die Kampfdrohne. Wie wir hier sehen können, ist eine der Komponenten eine Kamera, die in Japan bei der Firma Sony hergestellt wurde. Hier ist auch ein NVIDIA-Mikrocomputer zu sehen, der funktioniert mit KI. Dadurch kommen die Daten für die Verarbeitung der Videos bei dieser Drohne an. Und wie funktionieren sie? Die Videodaten werden an diese Drohne geschickt und die trifft dann das Ziel. Sie arbeiten im Paar zusammen. Diese Drohne wird wie eine Aufklärungsdrohne eingesetzt. Nachdem eine Drohne das Ziel entdeckt, wird die Kampfdrohne Lancet gestartet. Und die Videoinformation wird von einer Drohne auf die andere übertragen, die das Ziel angreifen soll. Vernetzte Angriffe. Was er mir erklärt, ist genau die Arbeitsweise, die ich beim 14. Regiment an der Front erlebt habe. Ich bin erstaunt, wie sich die Strategien von Ukrainern und Russen decken. Denken Sie, dass Russland und die Ukraine auf einem ähnlichen Niveau sind? Nein, Russland ist auf einem höheren Niveau, denn sie befassen sich mit diesen Drohnen schon seit 2010. Wir haben noch nicht so viel Erfahrung. Westliche Bauteile in russischen Waffen. Waffen, die das Leben und die Zivilbevölkerung der Ukraine auslöschen sollen. (9 Uhr) an einem Samstagmorgen, eine Bushaltestelle in Charkiw. Die Großstadt im Osten wird von Russland seit Wochen wieder besonders heftig angegriffen. Baumärkte, Wohngebäude, kein Ort ist sicher. Sogar Schulen werden bombardiert. Das Leben findet größtenteils im Luftschutzbunker statt. Tief unter dem Konzertsaal der Stadt werden Charkiws beste Schulabsolventen für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Oben dröhnt der Raketenalarm. Hier unten wird nochmal der Lippenstift nachgezogen. Das ist schlimm. Aber wir bleiben hier, weil wir unsere Stadt mögen. Wir mögen die Ukraine. Und irgendwo hinzufahren wäre schwierig, denn die Menschen dort haben eine andere Mentalität. Hier sind wir an alles gewöhnt. Hier ist alles unser. Ich möchte nicht weggehen. Ich bin berührt von den Schülern und Schülerinnen. Die schönen Kleider wirken wie Balsam auf den Wunden des Krieges. Mit Würde und Eleganz gegen Russlands Angriffe. Ich bin etwas nervös. Es ist etwas Besonderes, wenn der Bürgermeister kommt, um uns auszuzeichnen und uns für unsere Bemühungen in diesem Jahr zu danken. Noch schnell ein Selfie mit dem Bürgermeister. Doch bevor es richtig losgeht, Schweigeminute für die Gefallenen. Und laut werden für die Nationalhymne.
Meinen Glückwunsch, liebe Absolventen. In Ihrem Leben haben Sie schon viele Herausforderungen erlebt. Aber wie schlimm dieser Krieg auch ist, Sie haben immer weiter gelernt. Sie alle werden studieren und ich bin mir sicher, dass Sie alle nach dem Studium zurückkehren. Nach Charkiw. Dann der Moment, dem Angelina entgegengefiebert hat. Sie gehört zu einer Generation, die im Krieg heranwächst. Wie wird das ihren Blick auf das Leben bestimmen? Ihor Terechov versucht ihnen zu vermitteln, dass ihre Stadt eine Zukunft hat. Wir werden der ganzen Gesellschaft am Beispiel von Charkiw zeigen, wie es ist, in einem demokratischen Land in der europäischen Gemeinschaft zu leben. Trotz des Krieges erstellen wir jetzt einen Entwicklungsplan für die Stadt Charkiw. Das Ziel dieses Plans ist, die ideale Stadt der Zukunft zu schaffen. Es sind immer lange Strecken, die wir in diesem riesigen Land zurücklegen müssen. Stundenlang im Auto. In 2 Wochen legen wir 5200 Kilometer zurück. Wir treffen Dimko und Irina auf ihrer Hochzeitsreise wieder. Sie nehmen uns mit zu einem militärischen Basislager. Ihre Drohnen und Pakete werden hier schon erwartet. Wie ist es für dich, jetzt endlich hier zu sein und die Drohnen zu übergeben? Ich bin glücklich, weil ich weiß, das wird eine große Wirkung haben. Für uns ist es eher ein Ende, aber für sie ist es erst der Anfang. Bevor die Drohnen an der Front eingesetzt werden, werden sie mit Stickern beklebt. Jeder Großspender hat einen Avatar. Die hier haben mehr als $500 gespendet. Manche $3.000, manche 500, manche 1.000. Und wir haben ihre Sticker draufgeklebt. Also ihre Bilder auf den Drohnen? Ja, die Drohnen sind sozusagen in ihren Namen und sie werden ihre Aufkleber tragen. Also das ist Thomas aus Norwegen. Und das ist Alex aus Schweden mit einer IT-Firma in Schweden. Das ist eine Frau aus Großbritannien. Das ist eine aus der Ukraine. Das ist jemand aus den Niederlanden. Und dieser Typ lebt in den USA. Aber er ist ursprünglich Japaner. Ist das nicht eine Verharmlosung des Tötens, frage ich mich. Dimko nennt es einen People's War, ist stolz darauf, dass Menschen aus aller Welt sie unterstützen. 1,2 Millionen $ haben sie im vergangenen Jahr erhalten. 200 Drohnen haben sie an die Armee geliefert. Für euch Ukrainer geht es um die Freiheit des Lebens. Sag mir mal aus deinem Herzen, was empfindest du dabei? Ich meine, ihr seid ja noch so jung. Ich empfinde auf jeden Fall so. Und ich denke, dass das für uns existenziell ist. Für dich? Ja, absolut. Wenn es keine Unabhängigkeit der Ukraine gibt, dann gibt es auch mich nicht. Es gäbe keine Zukunft für mich. Ist das Alarm? Müssen wir nicht darauf reagieren? Nein, nein, wir sind in der Ukraine. Das passiert hier die ganze Zeit. Die Russen werfen einfach ein paar Bomben in die Luft. Aber das kümmert uns nicht wirklich. Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Ich wünsche mir mein Leben hier in der Ukraine als Ukrainer. Ich möchte nicht alle meine Freiheiten und die Freiheit zur Selbstbestimmung aufgeben. Dimko zeigt mir eine versteckte Garage auf dem Gelände. Ein Raum voller IT-Experten. Sie schrauben an den wichtigsten Waffen ihrer Einheiten, um sie immer effizienter zu machen. Hier repariert, modernisiert und entwickelt unser Team Drohnen. Dabei berücksichtigt es die aktuellen Erfahrungen der Kriegsführung und ist in direktem Austausch mit unseren Militärangehörigen. Wieder fällt mir auf, wie jung sie alle hier aussehen. Mit seinem Know-how und seinem Alter passt Dimko gut hierher.
Sie sind zurück in Lviv. Früher war das ihr Zuhause. Heute sind es ihre Büroräume. Was wir hier haben, ist eine Liste von Patches, die uns Einheiten aus irgendeinem Grund gegeben haben. Wir haben nie darum gebeten. Aber das ist ihre Art, sich bei uns zu bedanken. Mit Hightech in den Krieg ziehen und so seine Freunde retten. Jetzt verstehe ich, was ihn antreibt. Diese Flagge ist etwas Besonderes. Unser Freund Orest diente in dieser 30. Mechanisierten Brigade. Er war Hauptmann und wurde vor einem halben Jahr von den russischen Streitkräften im Kampf getötet. Es gibt dieses tolle Bild von ihm und 2 weiteren unserer Freunde. Sie halten Sigga, unseren Hund, und sitzen einfach nur friedlich und sorglos in unserer Hängematte. Wenn ich mir das Bild anschaue, sehe ich so viel Schmerz, denn einer wurde getötet und der andere hat sein Augenlicht verloren, weil die Russen versucht haben, ihn auszuschalten. Aber er hat überlebt. Dann ist da noch Orest. Und dann, wer noch? Es war Tiger, der ebenfalls getötet wurde. Ja, also im Grunde sind es 3 Menschen. 2 von ihnen wurden getötet und einer ist schwer verletzt und kann kein normales Leben mehr führen, weil er nichts mehr sehen kann. Das ist ziemlich scheiße, überhaupt nicht cool. Aber nun gut, unsere Aufgabe ist, wir versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und unsere Arbeit kann deren Leben wirklich beeinflussen. Dabei unterstützen sie 6 Mitarbeiter und über 7.000 Sponsoren aus 62 Ländern. Die Mehrheit sind Privatleute. Mit ihnen tauschen sie sich regelmäßig aus. Wir versuchen den Menschen zu zeigen, dass sie nicht Hunderte von Dollar spenden müssen. Sie können auch nur $1 oder $5 spenden. Es ist die Masse, die es ausmacht. Als Bürger einer freien Welt kann man sich mit wenig beteiligen und es hat trotzdem globalen Einfluss. Die freie Welt vereint gegen Russland. So sehen sie sich hier. Die nächsten Lieferungen stehen schon bereit. So, das ist der Flugkörper. Das ist sogar der Flugzeugtyp, den ich gerade fliegen lerne. Ironischerweise. Ende Juli wird Dimko in die Armee gehen. Vom Softwareentwickler zum IT-Soldaten. Ich kämpfe für die Sicherheit und Freiheit der Menschen, die ich am meisten liebe. Das motiviert mich, die Extrameile zu gehen, mutig und heldenhaft zu sein, gleichzeitig nicht dumm zu sein und keinen dummen Tod zu sterben. Mein Ziel ist es, sie zu verteidigen, meinen Hund zu verteidigen, meine Familie und meine Mitbürger zu verteidigen. Wir würden gerne ein normales Leben führen. Wir würden gerne reisen. Wir haben geplant, Kinder zu bekommen. Das alles verschieben wir, weil es jetzt nicht möglich ist. Und ich stimme zu, dass der schnellste Weg, es möglich zu machen, darin besteht, einfach zu kämpfen und das hier zu beenden. Dann können wir unser normales Leben genießen. Es ist ein Wunsch, den ich irgendwie nachvollziehen kann. Kluge Köpfe wie Sie spielen eine wichtige Rolle in diesem Krieg. Denn in der Ukraine erleben wir zum ersten Mal, dass Frontlinien auch zwischen Drohnensoftware und GPS verlaufen. Ein Wettrennen, das noch nicht entschieden ist, aber auf das die Ukraine zu Recht ihre Hoffnung setzt.